Hallo meine Lieben, Tag 23 meiner Weihnachtskarten-Challenge. Wir haben es schon fast geschafft und heute arbeiten wir mit diesem Set hier. Und was wir damit genau machen werden, das zeige ich euch gleich. Mit diesem Stempelset wollte ich jetzt wirklich mal ein bisschen was anderes machen. Ich bin ja bis jetzt bei der Weihnachtskarten-Challenge schon sehr stark in den klassischen Farben drin geblieben. Und ich dachte mir so, hey, warum nicht einfach mal was komplett anderes? Und deshalb dachte ich mir, pink. Wir gehen pink. Mit diesem süßen Schneemann und die Karte, die sich dann so öffnen lässt und innen drin einen Spruch hat und noch so ein bisschen Designelemente. Und trotzdem noch Platz, um was reinzuschreiben. So, was brauchen wir für diese Karte? Ich habe einerseits die Auflagekarte, die ist mal ein bisschen anderes Maß. Die ist auf 14,8 mal 21 cm geschnitten und wird angefalzt bei je 5,25 von beiden Seiten. Und für innen drin habe ich eine Karte, die dann in die Mitte kommt, die ist 14,3 cm mal 10 cm. Und dann für außen noch zwei Stücke, die sind 14,3 cm mal 5 cm. Was wir als erstes machen, wir falzen kurz diese Karte, damit wir die Basiskarte auch schon haben. Dazu brauchen wir das Falzbrett. Und Achtung, nicht die Schneideklinge verwenden, sondern effektiv unten die Falzklinge. Und jetzt eben auf beiden Seiten bei 5,25. Das heißt, die geht einfach in die Mitte von den 5,2 und 5,3. Dann dreht ihr die Karte um und dasselbe von der anderen Seite. Wenn ich jetzt richtig überlegt habe oder richtig mir das ausgerechnet habe, sollte sich die Karte dann in der Mitte wieder treffen. Es hatte einen kleinen Spalt. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm, weil sie doch schon sehr pink ist und das gibt dem Ganzen dann auch noch so wieder ein bisschen Ruhe rein. Und wir haben sowieso ein sehr großes Element, das vorne auf die Karte drauf kommt. Von dem her wird da nur oben und unten so ein bisschen weiß hervorgucken. Jetzt, bevor wir mit der weitermachen, gehen wir hin und stanzen. Und zwar habe ich hier auch ein Stück von dieser pinken Karte mit einem großen Kreis mit Wellen. Das wird der Hintergrund für diesen Kreis. Den stanze ich aus mit den Stitched Lines. Und ich werde nachher den Stempel draufbringen. Das geht mir hier fast am einfachsten. Und wenn ich dann die Big Shot gerade vorne habe, dann werde ich auch hier diese beiden Karten mit den großen Schneeflocken prägen. Und fürs Prägen brauchen wir die Prägeplatte. Ich habe hier die Karten gleich beide reingelegt, weil ich will, dass das Muster sich quasi, weil die liegen ja gleich nebeneinander, dass sich das Muster auch weiterführt. Und wenn ihr euch fragt, warum ich die Prägefolder immer so schräg in die Maschine lege, das geht einfach
einfacher zum Durchkurbeln, weil er zuerst nur diese Spitze hat und nicht gleich die ganze Kante hier gerade hineinfährt, weil es doch schon eine gewisse Höhe hat. So, und bevor wir jetzt das Ganze zusammenkleben, brauchen wir natürlich noch Stempel. Und zwar 2 Sachen. Als erstes den Schneemann. Den platziere ich jetzt einfach in der Mitte von diesem Kreis. Und den stemple ich mit dem Memento, weil da will ich noch ein bisschen kolorieren. Und das zweite, was ich stempeln will, ist wirklich, wenn man die Karte öffnet, dass hier in der Mitte der Spruch ist Warmest Holiday Wishes und dann drumherum noch so ein paar Schneesterne. Und das stemple ich mit dem STAS-On. Das passt dann mit den Schneesternen wunderbar zu den äußeren Klappen der Karte und natürlich passt der Schneemann auch wunderbar dazu. Hier will ich aber dem Ganzen noch Farbe geben und welche von den Copics ich verwende, das schreibe ich euch oben ins Bild rein. Kleiner Tipp: Wenn ihr schattieren wollt und keinen jetzt gerade so passenden dunklen Stift hat, meistens funktioniert es auch mit dem grauen Stift. Und dann könnt ihr den wieder so ein bisschen verwischen. So, ich habe jetzt nicht nur koloriert, sondern ich habe auch noch mit dem Jelly Pen die weißen Punkte ein bisschen hervorgehoben, einfach weil das doch ein sehr prägendes Element ist auf der Karte. Und zudem habe ich dem Herz und dem Bommel oben habe ich noch ein bisschen Wink of Stella gegeben. Das ist so ein Glitzerpinsel, der eigentlich durchsichtig ist, aber so Glitzerelement drin hat und da kann man echt super Akzente setzen, sagen wir es mal so. So, und jetzt können wir eigentlich schon zusammenkleben. Und jetzt klebe ich diesen Kreis, klebe ich nur logischerweise auf der einen Seite auf die Karte. Und zwar gucke ich mittig, mittig und dann halt nur auf die eine Seite. Super, jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht. Wir haben noch Auflagekarten, ne? Die müssten dann doch zuerst drauf.
Und den Schneemann, den geben wir effektiv mit Dimensionals. Respektive Dimensional ist fast ein bisschen groß für Dimensionals. Wir machen was anderes. Ich nehme hier von diesem Foam Tape und klebe das drauf, weil da kann ich eine größere Fläche, als wenn ich da jetzt irgendwie 40 Dimensionals drauf kippe. Mich stört es jetzt tatsächlich, dass hier hinten weiß hervorguckt und deshalb werde ich das einfach so retten, indem ich einen Streifen hinten dran klebe. Das heißt, ich habe einen Streifen auf die Höhe von 14,8, wie die Kartengröße ist, zugeschnitten. Und den klebe ich jetzt einfach hinten dran. So, hinten stört es überhaupt nicht, finde ich. Und wir haben jetzt tatsächlich auch noch ein zusätzliches Goodie. Die Karte hält sich besser, weil ich kann diesen Teil der Karte hier so ein bisschen reinschieben beim Zumachen. Und dann bleibt die auch ein bisschen besser geschlossen, als das der Fall wäre ohne. Und wir haben den weißen Bereich abgedeckt. 2 Fliegen mit einer Klappe. So, das wäre es eigentlich schon. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut es doch bitte. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten. Und wir sehen uns morgen am letzten Tag meiner Weihnachtskarten-Challenge wieder. Bis bald!